Okay, Quick Storytime. 2023 bin ich das Three Peaks Bike Race gefahren. Das ist ein Ultracycling Race von Wien nach Barcelona. Das sind so 2500 Kilometer mit ungefähr 30.000 Höhenmeter. Schon am zweiten Tag war ich kurz davor aufzugeben, als mir zufällig Eva Sperger, eine Freundin, geschrieben hat: Hey Stefan, ich wollte mal hören, wie es dir so geht. Schick doch gern mal, wenn du Lust hast, eine Sprachnachricht durch. Meine Antwort darauf war folgende. Hallo Eva. Aber ich habe richtig schlimme Knieschmerzen. Darauf hat sie geschrieben, Fokus nach außen und Akzeptanz vom Schmerz würden das helfen, um weiterzufahren. Und immer wieder die Frage stellen, wenn ich jetzt aussteige, wie geht's mir nächste Woche? Ich meine, ich habe auch noch einen entzündeten Weisheitszahn, ich habe 2 angeschlafene Finger. Es geht ja trotzdem irgendwie. Mein Mantra ist jetzt One More Day. Ja, den einen Tag noch und dann gucken wir mal. Naja, long story short, ich bin weitergefahren. Ich bin bis nach Barcelona gefahren und nach meinen Knieschmerzen noch über 2000 Kilometer gefahren. Ich bin am Ende angekommen und war glücklich mit meiner Entscheidung. Und jetzt kommt die Krux. Eva ist nicht nur eine Freundin, sondern auch eine Psychologin, die mich damals durch eine Depression gebracht hat. Nicht nur ist sie Psychologin, sondern auch sehr professionelle Ultrarunnerin. Sie hat bereits Races wie den UTMB mit 170 Kilometer gemacht, wo ihr größter Erfolg war der Großglockner mit 110 Kilometer, wo sie einen neuen Streckenrekord aufgestellt hat. Sie weiß also sehr genau und sehr gut, wovon sie spricht. Aus diesem Grund wollte ich eben jetzt auch dieses Video machen. Vielleicht findet irgendjemand von euch irgendeine psychologisch nützliche Strategie, um das bei seinem nächsten Ultra Race oder bei seinem ersten Ultra Race einzusetzen. Noch ein kleiner Reminder, bevor wir jetzt in Evas Strategien einsteigen. Jeder von uns ist anders, jeder ist individuell. Und nicht jede Strategie funktioniert bei jedem. Loslassen deiner Geschichte. In dem Moment, wo du dich gemeldet hattest, da ist es ja wahrscheinlich so, dass man sich schon stundenlang in irgendwas reingeschraubt hat. Ne? Man beschließt ja nicht von jetzt auf gleich, oh, es wird schwierig und dann möchte ich jetzt aufhören, sondern da hat man ja meistens schon ein paar Stunden drin verbracht in so einem Rational, also in so einer Geschichte. Also auch wenn ich jetzt die letzten Stunden mich selber davon überzeugt habe, warum es nicht weitergeht, das ist eine Geschichte, die mein Kopf erzählt hat und die überhaupt gar keinen Effekt mehr haben wird in dem Moment, wo ich einfach nicht danach handle. Bei dir war es wahrscheinlich, es ist jetzt der Knieschmerz ist da, der wird schlimmer, was wird passieren, dass man sich einfach selber davon überzeugt. Das, was der Kopf erzählt, erscheint ja so wahr, dass es sehr schwierig ist, das wieder loszulassen. Passiert ja auch in anderen Momenten. Wie bin ich? Wer bin ich? Dass man das so ewig aufgebaut hat im Kopf. Und das schwierig ist, dann einfach von jetzt auf gleich zu sagen, ja oder auch nicht. Also ich lasse es los. Impulskontrolle. Ultra fahren oder Ultra laufen bedeutet ja eine stundenlange Impulskontrolle. Es ist kalt, man ist müde, man hat Hunger, man denkt, oh, wenn ich jetzt zu Hause bei der Freundin oder beim Freund im Bett liegen würde, es wäre so schön warm. Und das ist natürlich auch total ermüdend, dass man diese Impulskontrolle auch im Training trainiert. Also eben, was kostet mich besonders viel Impulskontrolle, auch Einheiten planen. Also nicht, jetzt wenn es regnet, dann warte ich, bis die Sonne scheint. Nee, ich nutze jetzt genau eben ein schlechtes Wetter, schwierige Bedingungen oder mal eine hässlichere Strecke oder Hitzetraining auf der Rennradrolle, finde ich zum Beispiel ist ein guter Punkt, Impulskontrolle zu betreiben, weil es ja so abartig ist. Keep it simple. Keep it simple. Also, dass man sich ja nicht zusätzlich noch was kompliziert macht und noch kognitive Kapazitäten nutzt, indem man eine wahnsinnig komplizierte Ernährungsstrategie hat oder die Sachen irgendwo verstaut, wo man sie irgendwie lang rausholen muss, sondern dass alle Abläufe sonst wirklich super simpel, super easy zugänglich, dass ich zusätzlich eigentlich nichts mehr denken muss. Bekanntschaft schaffen. Also umso bekannter was ist, umso mehr wird der Kopf sagen, okay, das lassen wir durchgehen. Weil es ist ja nicht nur eine willentliche und bewusste Entscheidung, sondern das Nervensystem beschließt ja auch, wann ist jetzt was zu gefährlich und zu neuartig und schaltet dann einfach ab. Das ist im Endeffekt so wie eine Depression. Ja? Wir können uns nicht entscheiden, uns besser zu fühlen, sondern das ist was das Nervensystem auch tut. Umso bekannter das mir ist, dass ich einen gewissen Zustand schon kenne, dass der Körper sagt oder das Nervensystem sagt, I'm safe. Also passt, die Bekanntheit von einem gewissen Erschöpfungsgrad trainieren. Fokus auf das Hier und Jetzt.
Weil natürlich wird es mir passieren, dass ich weiterrechne. Also wenn ich jetzt hier so und so viele Stunden gebraucht habe, wie viel ist es noch, wie viele Tage, wie viele Stunden sind es denn? Der Zustand, den ich jetzt habe. Und die Prognose, die der Kopf anstellt, ist natürlich immer so ein bisschen katastrophisiert. Unser Körper möchte Sicherheit anstreben, ja, und nicht maximale Leistung. Also das Überleben ist immer das Wichtigste. Von daher ist die Prognose eher immer ein Stück weit zu dramatisch. Ne? Das kennt man. Man hat Angst vor einer Sache, dann macht man sie und stellt fest, ja, ist gar nicht so schlimm gewesen. Und so ist es natürlich auch in einem Rennen, dass der Körper nie seine kompletten Ressourcen freigeben möchte. Das, was man denkt, wie lang es noch sein wird und wie schrecklich es sein wird, ist immer eine Übertreibung vom Kopf. Es ist super hilfreich, dass ich immer wieder zurückkomme ins Hier und Jetzt. Das Einzige, was ich weiß, ist, wie ist es jetzt gerade? Also ich skaliere das gerne auf einer Skala von 0 bis 10. Wie geht es mir jetzt, wenn ich das auf die nächsten 10 Stunden denke? Ja, sagen Leute vielleicht so, 8 oder 9 von schlimm. Und wenn man fragt, wie ist es denn in diesem Moment, dann ist es nur noch eine 3 oder 4. So, mehr muss ich nicht wissen. Weil was in 10 Stunden ist, keine Ahnung. So, die einzige Gewissheit, die ich habe, ist, was ist jetzt gerade in diesem Moment. Ich muss ja auch nur jetzt bewältigen. Ich muss ja nur den Schritt oder den Tritt jetzt gerade bewältigen. Auch wenn der Kopf sagt, ich muss die nächsten 10 Stunden bewältigen. Aber die Frage ist ja eigentlich nur, kann ich jetzt gerade den nächsten Schritt bewältigen? Akzeptanz. So, Nummer 2. Ich habe da gar keinen Bock drauf, da jetzt irgendwie groß Energie in irgendein Ärgernis reinzustecken. Ich werde dann immer so leicht lethargisch und versuche eigentlich einfach möglichst schnell aus dieser Situation rauszukommen. Also. Wenn man Ultrarennen macht, dann weiß man ja, dass man ins Leiden reinfährt oder reinläuft. Das ist ja einfach garantiert. Es gibt Momente, die sind angenehm und es gibt Momente, die sind unangenehm. Die Aufgabe ist, beides gleichermaßen zu akzeptieren. Also wie setze ich mich damit in Beziehung? Kann ich damit gleich Mut reagieren? Gleichzeitig, was der Kopf tut, wenn was Unangenehmes auftaucht, die Lieblingsstrategie ist Grübeln. Was passiert im Kopf? Ja klar, die Gedanken verselbstständigen sich und der Kopf versucht, einen wieder zu schützen, indem er einfach alles Mögliche auffährt an überzeugenden Gedanken, warum er jetzt nicht weiterkommt, warum es schrecklich ist, warum es furchtbar ist. Und das Gegenteil davon ist die bewusste Akzeptanz, dass ich aufhöre, ein Rational darum zu bauen oder drüber nachzudenken. Da hilft die Strategie der Diffusion, also dass man sagt, das ist ein Gedanke. Ja, und man kann noch so viel Gedanken haben, sie werden am Ende ja überhaupt gar keinen Effekt haben, solange ich nicht danach handle. Also die Trennung zwischen Gedanken und Handeln und zu wissen, das, was am Ende bleibt, ist die Handlung. Act. Die Handlung ist das, was am Ende zählt. Und darauf kann ich mich konzentrieren. Oft hat man ja im Kopf, positiv denken ist super. Und ich würde sagen, genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich das auch noch versuche und mir zur Aufgabe mache und da das Kämpfen anfange, dann kostet es mich einfach Zusatzenergie. Okay, das gehört jetzt zum Rennen dazu, das ist meine Aufgabe. Und bewusste Akzeptanz steht nicht in meiner Macht, also ist es ein neutrales. Also ich hänge mich nicht weiter dran auf, weil es wird mir nichts helfen, das Problem zu lösen. Es ist einfach eine Gegebenheit, die ich bewusst annehmen kann und davon loslassen kann. Die Akzeptanz bedeutet ja eben keine Zusatzenergie verbrauchen, indem ich gegen Dinge ankämpfe, die nicht in meiner Macht stehen. Wir lösen immer gern Probleme und haben gern Kontrolle. Und die Probleme zu lösen, die ich lösen kann, auf der Handlungsebene und eben von den Sachen loszulassen, wo ich keine Macht drüber habe. Was im Weg steht, wird zum Weg. Und es geht nicht darum, dass das Rennen möglichst einfach wird, sondern sich selber beizubringen, mit den Umständen, die sich zeigen, umzugehen. Also mit all dem gut umzugehen, was sich mir im Weg stellt. Negatives Visualisieren. Ja, also jeder, der sich beim TCA anmeldet, der weiß, dass es jedes Jahr solche Abschnitte gibt. Und irgendwie finden wir es ja auch alle gut, dass es so ein hartes Rennen ist, also gehört das auch mit dazu. Jeder versucht positiv zu visualisieren und sich motivierende Bilder zu suchen, also das Ziel vorzustellen. Was wir normalerweise nicht machen, ist negativ visualisieren, also sich auf die Sachen einzustellen,
die auf mich zukommen werden. Also ich frage mich vor einem Rennen, was ist das, was für mich am allerschlimmsten wäre, damit umzugehen? Ich schreibe mir die Punkte auf, die schwierig sein können, und dann versuche ich sie in eine Reihenfolge zu bringen, womit habe ich die größten Schwierigkeiten, damit umzugehen. Und dann trainiere ich das mental. Ich stelle mir vor, dass genau diese Situation auftaucht. Also ich bin vor dem Rennen auf einem langsamen Lauf beispielsweise noch im Park, und dann nehme ich die Situation und lasse die immer wieder geistig ablaufen, um mich bewusst daran zu gewöhnen. Und das ist am Anfang wahnsinnig unangenehm, hat einen riesengroßen Widerstand in sich drinnen, das zu machen. Und gleichzeitig merkt man irgendwann, es wird leichter. Mir ist es schon passiert, dass dann genau exakt diese Situation aufgetaucht ist. Ja, XY überholt mich. So, und dass man sich nur denkt, ach, kenne ich. Ja, stimmt, ach, darauf habe ich mich vorbereitet. Don't think about it, be about it. Also Fokus aufs Handeln meint, dass Gedanken und Gefühle keinerlei Konsequenzen haben. Also ich kann mich in einem Rennen 5 Stunden lang denken, dass ich nicht ans Ziel komme. Solange ich nicht danach handle, wird nichts passieren. Sobald ich quasi die Gefühle und die Gedanken ins Steuer greifen lasse und tue, was die sagen, dann wird es sichtbar. Es gibt da so einen schönen Versuch dazu, der heißt, ich kann meinen Arm nicht heben. Und man stellt sich einfach vor und man denkt die ganze Zeit, ich kann meinen Arm nicht heben, ich kann meinen Arm nicht heben, ich kann meinen Arm nicht heben. Und dann hebt man einfach den Arm hoch. Und ja, gut, ich kann das denken, aber ich kann es weiterhin einfach tun. Also mein Handeln ist völlig unabhängig möglich von meinen Gedanken oder Gefühlen. Und Leute sagen oft, ja, aber wenn ich mich so fühle, dann hat das doch eine Auswirkung auf mein Handeln. Und da würde ich sagen, ja, oder auch nicht. Man könnte sagen, zwischen Gedanken und Gefühlen und Impulsen gibt es eine Lücke. Und diese Lücke gibt mir die Möglichkeit zu entscheiden, was ich tun will. Also das eine vom anderen zu trennen und den Fokus sehr stark aufs Handeln zu nehmen, ist total hilfreich. Mikroziele setzen. Ist schon erstaunlich, wie man sich so aufhängen kann und sowas. Also klar, das Knie tut jetzt auch die ganze Zeit weh. Ich meine, ich habe auch noch einen entzündeten Weisheitszahn, ich habe 2 angeschlafene Finger. Aber es geht ja trotzdem irgendwie. Mein Mantra ist jetzt One More Day. Ja, den einen Tag noch und dann gucken wir mal. Dass man einfach das Rennen unterteilt in kleine Abschnitte. Was ich zum Beispiel super finde, ist, es kommt wieder ein Sonnenaufgang. Okay, die Nacht ist jetzt dann irgendwann vorbei und die Sonne geht auf. Manchmal helfen einem die Zwischenziele. Manchmal ist es aber auch so, das Nervensystem ist ja in einem Stress drinnen. Also es ist ja massiv gestresst. Hey, ich laufe bis zur nächsten Station. Die Station ist warm, es gibt Essen, die Freunde sind da. Das heißt, vom Nervensystem her gedacht ist es Parasympathikus, abschalten, essen, ist alles eigentlich runterfahren. Und das ist oft der Grund, dass man nach der Station irgendwie wie so einen Schwindel hat, dass man sich auch darauf einstellt, Vorsicht, 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 mein Nervensystem, ich muss das eigentlich wieder hochkriegen, ich muss das wieder in den Sympathikus, also in den Antrieb reinbringen. Einfach sich darauf einzustellen, ich darf es mir nicht so bequem machen in der Station, sondern auf jeden Fall wieder rauszulaufen. Ja? Da wird nicht aufgegeben, nicht in dem Punkt, wo das Nervensystem einfach auch per se runterkommt. Positive Selbstgespräche. Die letzten Male war ich mir schon immer sehr sicher, dass ich es kann. Und beim TCA war ich mir da irgendwie halt, seit ich zum ersten Mal davon gehört habe, eher sicher, dass ich es nicht kann. So schlecht läuft es bisher nicht. Also ich kann schon. Ich nehme mir immer 3 Wörter mit in ein Rennen. Also ich suche mir Wörter, die zu diesem Rennen auch passen. Für so ein ganz, ganz langes Rennen kann das sein Vertrauen, Kindness, also Mitgefühl mit allen Zuständen, die auftauchen, das ist jetzt mein Ding, und Entschlossenheit zum Beispiel. Ne? Dieses Wiederholen, Wiederholen, Wiederholen von diesen Wörtern, die natürlich positiv formuliert sind, da wird mein Körper drauf reagieren. In einem Downhill sage ich mir ganz oft einfach relax, 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 relax. Ne? Und das zieht sich dann so in den Körper rein und der Körper setzt es in der Bewegung dann tatsächlich auch um. Also es sind so diese Mantren,
Ganz kurz 3 Wörter, was hilft mir, was erreicht mich auch motivational. Da muss man sich halt wirklich was suchen, was selber für einen greift. Stress bedeutet automatisch, dass wir in einen Kritiker rein verfallen. Das Kämpfen und das Flüchten äußert sich auch in den Gedanken, nämlich dass ich kämpfe gegen mich, also dass ich mich angreife. Wenn ich jetzt hinter meiner Zeit zurück bin, zum Beispiel, die ich mir vorgenommen habe, ja, dann wird es mir automatisch passieren, dass ich in eine Selbstkritik verfalle und mich angreife, wie schlecht oder schlecht trainiert oder bla oder also das trainiere ich auch wirklich ganz stark und ganz bewusst auf jeden Fall vor den Rennen, dass ich solche Momente bemerke und in positive Selbstgespräche reinkomme. Gestern zum Beispiel hatte ich eine Trainingseinheit, da war ich viel langsamer als bisher und so war völlig enttäuscht zwischendurch. Ne? Und dann wird mein Grübeln sagt, warum ist es so, bist du vielleicht insgesamt schlecht? Eva, und genau jetzt ist es super, dass du das machst. Ja? Bleib dran. Es gibt diese Tage und die Trainingseinheit wird dir auf jeden Fall helfen. Und so ist es genau jetzt eine gute Möglichkeit, so das zu trainieren, sich mit den Sachen umzugehen, die man nicht haben will. Das ist dein Moment, wo du lernen kannst, damit umzugehen. Du machst es super. Bleib dran, hab Vertrauen. No, vielleicht, genau, es nutzt dir auf jeden Fall, das jetzt durchzuziehen. Selbstgespräche unbedingt trainieren. Die Feuerwehr trainiert nicht dann, wenn es brennt, sagt man. Und es ist fast unmöglich, das zu schaffen, wenn man sich das nur für ein Rennen vornimmt. Prozessziele statt Ergebnisziele. Ich habe entschieden, dass ich nichts mehr angucke, was mit dem Rennen zu tun hat. Ich fahre einfach jetzt meine Strecke ab. Ich schaue von mir auf Instagram oder so. Aber ich schaue nicht mehr den Dot-Watcher-Report an. Ich schaue nicht mehr das Leaderboard an. Für mich ändert das nichts daran, was ich mache, wie gut ich das mache. Es ändert für mich persönlich nichts an meiner Leistung. Das ist ja der Fokus nicht auf ein Ergebnisziel. Ne? Also ich möchte ans Ziel kommen in der Zeit mit der Platzierung. Das wäre ein Ergebnisziel, sondern ein Prozessziel. Also ich gehe hier in dieses Ultra-Event rein, weil ich mit meinem Geist umgehen möchte. Ich trainiere damit meinen Charakter. Ich trainiere eine Charakterstärke. Ich trainiere Ausdauerfähigkeit, Impulskontrolle. Wenn ich jetzt nur eine Platzierung erreichen will oder das Ziel ist, das Rennen abzuschließen, zum Beispiel, ich bleibe hinter meinen Erwartungen zurück, dann ist es ja genau der Moment, wo das mentale Training, das mentale Punktspiel losgeht. Das ist ein übergeordneter Wert, das zu trainieren und entschlossen zu bleiben. Und ein viel, viel stärkerer Motivator als eben, wenn ich nur ein Ergebnisziel erreichen möchte. Ich kann mich fragen, was sind denn meine Werte, die ich umsetzen möchte? Also Wachstum, geistige Resilienz. Beispielsweise für mich ist es Inspiration zu sein und die Psychologie, also die psychologischen Strategien Menschen zu vermitteln. Und dazu möchte ich einfach auch Inspiration sein und auch vielleicht eine gewisse Leistung bringen, weil das fördert, dass ich halt vielleicht auch glaubhaft bin. Das ist für mich übergeordnete Werte, die dem Ganzen Sinn geben und eben auch dann noch einen Sinn geben, wenn es jetzt gerade super schlecht läuft. Sticky Thoughts. Welche Gedanken sind denn so am klebrigsten? Also wenn ich den Gedanken habe, der überzeugt mich eigentlich in aller Regel. Die so mal für sich zu definieren und aufzuschreiben. Ein Beispiel kann sein, ich bin total langsam am Berg. Ich bin jetzt alt und kann nichts mehr abrufen. Alle möglichen Sachen können das sein. Gedanken, die sehr nahe kommen, mit denen ich sehr stark identifiziert bin. Und wenn ich das aufschreibe und mich darauf einstelle, welche catchen mich am meisten, dass ich weiß, haha, erkannt, ja, genau, du bist wieder da, dich habe ich erkannt, willkommen an Bord, du darfst gerne mitreisen, so, wir gehen jetzt durch den Ultra durch. Das Gehirn ist ein Muskel, trainiere ihn. Ein Spruch von Headspace war mal vielleicht, es ist irgendwann genauso selbstverständlich, den Geist zu trainieren wie unseren Körper. Der größte Irrglaube ist, ich habe es verstanden, also kann ich es umsetzen. Das ist so, wie wenn wir manchmal denken, ja, ich weiß ja jetzt, wie ich bin, also warum ändere ich es nicht einfach? Ja, so leicht ist es nicht. Also ich weiß, ich habe mir Sachen vorgenommen, ich habe es mir aufgeschrieben,
Und dann falle ich trotzdem wieder ins selbe Loch rein. Quite some information. Das eine oder andere kann man mitnehmen oder auch nicht. Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Aber was mich wirklich interessieren würde, ist, vielleicht kommst du nach deinem nächsten Ultra Race zurück auf dieses Video und kannst teilen, was oder wie bei dir funktioniert hat oder was du mitnehmen konntest. Schreib's gern unten in die Kommentare. Ich bin wirklich neugierig. Und genau, den ganzen YouTube-Quatsch, Daumen hoch, abonnieren, bla bla bla. Danke!